Mit dem GoE-Controller managst du die Energieflüsse in deinem Gebäude. Je nach Sonnenstand und aktuellem Strombedarf kannst du die Ladevorgänge deines Elektroautos im Zusammenspiel mit dem GoE-Charger noch smarter steuern. Und du bekommst einen Überblick über die Hauptstromlasten im Haus. Aber wie wird der GoE-Controller installiert? Worauf muss man bei der Installation achten und wie wird das Gerät in Betrieb genommen? Das erkläre ich dir in diesem Video. Bevor wir aber loslegen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch immer die aktuellsten Informationen erhältst. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und vorab ist zu sagen, dass du den GoE-Controller von einer Elektrofachkraft montieren lassen musst, da die Montage nach den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften durchzuführen ist. Dem GoE-Controller liegt eine Kurzanleitung bei, die vor der Installation zu lesen ist. Außerdem findest du auf unserer Website goe.com die vollständige Installations- und Bedienungsanleitung sowie das Datenblatt des Controllers. Beides gehört ebenfalls vor der Installation zur Pflichtlektüre. Egal, ob du nun eine Elektrofachkraft bist oder nicht, bleib dran, denn ich erkläre dir nicht nur die Installationsschritte, sondern auch, wie du den GoE-Controller über das Display in Betrieb nehmen und bedienen kannst. Also gut, starten wir mit der Basisinstallation. Als Installationsort empfiehlt sich ein Elektroinstallationsverteiler, der mindestens Platz für die 4 Teilungseinheiten des GoE-Controllers bietet und geringfügig auch Platz für eine neue Sicherung. Alternativ ist es auch möglich, den GoE-Controller in einem neuen Aufputz- oder Unterputzverteiler daneben zu installieren und die Anschlusskabel für die Spannungsmessung und den Stromwandler dorthin zu legen. Der erste Schritt ist, dass du anhand der 5 elektrischen Sicherheitsregeln die Spannungsfreiheit sicherstellst. Schritt Nummer 2. Der GoE-Controller wird auf der DIN-Hutschiene befestigt. Er kann je nach Wunsch entweder so oder um 180 Grad gedreht montiert werden. Die Drehung ist kein Problem, da die Displayanzeige gedreht werden kann. Im dritten Schritt schließt du den GoE-Controller ein- oder dreiphasig an. Der GoE-Controller benötigt fast gar keinen Strom und kann daher auch mit einem anderen Verbraucher, beispielsweise dem E-Herd, mit an eine Sicherung angeschlossen werden. Wenn das nicht möglich ist, musst du eine neue Sicherung installieren. Beachte bei der Installation unbedingt lokale Installationsnormen. Führe die Leiter jetzt in die Verbindungsklemme des GoE-Controllers ein und fixiere sie mit einem Schraubendreher. Schließe ebenfalls den Neutralleiter und den Schutzleiter an. Schritt Nummer 4. Bei einem dreiphasigen Anschluss steckst du die Klinkenstecker von 3 Stromwandlern in die dafür vorgesehenen Eingänge zur Strommessung. Also zum Beispiel in Sensor 1 bis 3. Bei einem einphasigen Anschluss brauchst du nur einen Stromwandler verwenden. Im nächsten Schritt befestigst du den Stromwandler. Für die PV-Überschussoptimierung benötigen wir genügend Sensoren, um die Leistung vom oder zum Stromnetz zu messen. Am einfachsten geht das, wenn wir direkt am Netzanschluss messen. Es ist aber zum Beispiel auch möglich, den Lastzweig und den PV-Wechselrichter getrennt zu messen. Der Controller kann das addieren bzw. subtrahieren. In den meisten Fällen kann man direkt am Netzanschluss messen. Hier verwenden wir dann 3 Stromwandler. Die Phase 1 schließen wir der Einfachheit halber an Sensor 1 an, Sensor 2 für Phase 2 und Sensor 3 für Phase 3. Die beiden Pfeiler auf dem Stromwandler müssen in Stromrichtung zeigen. Beim Anschluss an das Stromnetz, das wir als Netz bezeichnen, sollte der Pfeil vom Stromnetz in Richtung Haus zeigen. Bei einem Solarwechselrichter oder einer Wechselstrombatterie sollte der Pfeil vom Wechselrichter bzw. der Batterie zum Verteiler zeigen. Beim Messen von weiteren Lasten wie einem Boiler sollte der Pfeil in Richtung der Last zeigen. Übrigens, sollte es aus Platzgründen nicht möglich sein, die Stromsensoren mit Pfeil in die vorgegebene Richtung anzubringen, lassen sich die Sensoren über das Menü des GoE-Controllers oder die GoE-App auch invertieren. So lässt sich das Messen des Stromflusses umdrehen und es werden korrekte Werte gemessen. Schritt Nummer 6. Nun schauen wir uns an, wie du deine PV-Anlage, den Batteriespeicher oder andere elektrische Lasten mit dem GoE-Controller verbinden kannst. Nachdem wir die Direktmessung am Netzanschluss vorgenommen haben, können wir die verbliebenen 3 bis 5 Stromwandler zur Messung von Stromflüssen verschiedener Geräte oder Verbrauchergruppen in deinem Haus verwenden. Möchtest du deine PV-Produktion messen und visualisieren, dann musst du in jedem Fall den Strom mittels Sensor auf einer Phase deines AC-PV-Wechselrichters messen. Nochmals zur Erinnerung. Die PV-Optimierung ist auch ohne direkte Messung der Produktion durch den Inverter möglich. Bei einem AC-Wechselrichter kannst du mit einem Sensor jedoch zusätzlich sehen, wie viel Strom dieser insgesamt produziert. Hast du ein Batteriespeichersystem,
welches bei der Optimierung des Stromverbrauchs berücksichtigt werden soll, dann nutze einen Stromwandler zur Messung einer Phase des Batteriespeichers. Aufgepasst, denn das ist nur bei AC-Batteriespeichern möglich. Du kannst die Stromwandler aber auch verwenden, um den Verbrauch einzelner Stromkreise zu messen, wie zum Beispiel der Beleuchtung, einem Boiler, einer Klimaanlage, der Sauna oder einer Wärmepumpe. Stecke jetzt den Klinkenstecker eines Stromwandlers in einen der noch freien Eingänge zur Strommessung, die mit der Aufschrift Sensor markiert sind. Du kannst diese beliebig belegen. Wir nehmen jetzt einfach mal Sensoranschluss 4. Klipse den Stromwandler auf einer Phase des Gerätes oder Stromkreises an, dessen Stromflüsse du messen möchtest. Bei dreiphasigen Geräten, die auf allen Phasen die gleiche Leistung liefern, reicht das Messen von nur einer Phase in der Regel aus. So wie zum Beispiel beim AC-Wechselrichter. Bitte beachte wieder, dass die beiden Pfeile auf dem Stromwandler erneut in die korrekte Stromrichtung zeigen müssen. Es funktioniert leider nicht, einen Stromwandler über mehrere Phasen gleichzeitig zu klipsen, auch wenn sich das zum Beispiel bei einem E-Herd anbieten würde. Nochmal zur Erinnerung. Falls sich der Stromwandler aus Platzgründen nicht mit den Pfeilen in die richtige Richtung installieren lässt, kannst du auch wieder den Sensor invertieren. Wie das geht, siehst du später. Schritt Nummer 7. Schließe die WLAN-Antenne und/oder das LAN bzw. Ethernet-Kabel am GoE-Controller an. Je nachdem, was bei dir für Verbindungsmöglichkeiten bestehen. Für einen optimalen Empfang führe das Flachkabel der WLAN-Antenne aus dem Schaltschrank heraus, um das Kopfteil dort anzukleben. Hast du alle Stromwandler installiert, die du benötigst, kannst du die Spannungsversorgung wiederherstellen. Der GoE-Controller schaltet sich nun ein und ist nach dem Hochfahren des Systems betriebsbereit. Noch werden höchstwahrscheinlich falsche Messwerte auf dem Display stehen. Wir müssen auf den Sensoren noch die korrekte Phase und Kategorie zuordnen. Somit können wir uns jetzt die Erstkonfiguration des GoE-Controllers ansehen. Zur Erstkonfiguration kannst du zwischen zwei Methoden wählen. Entweder du wählst die Inbetriebnahme und Bedienung über das Display des GoE-Controllers oder du konfigurierst ihn über die GoE-App. In diesem Video zeige ich dir die Inbetriebnahme und Bedienung über das Display des Controllers. Willst du die Konfiguration über die GoE-App vornehmen, dann haben wir auch dazu ein Video für dich vorbereitet, das wir dir am Ende dieses Videos verlinken werden. Beachte bitte aber auch, dass du gewisse Einstellungen wie zum Beispiel Einstellungen zum dynamischen Lastmanagement oder zum PV-Überschussladen nur in der App vornehmen kannst, da hier nicht nur der GoE-Controller relevant ist, sondern natürlich auch dein GoE-Charger. Solltest du bereits einen oder mehrere GoE-Charger montiert haben, werden sie nach Abschluss der Konfiguration des GoE-Controllers von diesem automatisch erkannt. Wichtig ist, dass sich der GoE-Controller im selben Netzwerk wie die GoE-Charger befindet. Bei der Verwendung von WLAN-Repeatern ist zu berücksichtigen, dass diese dein Heimnetzwerk erweitern und kein neues Netzwerk mit einer anderen IP-Adresse aufbauen. Am besten funktioniert das mit Repeatern von der gleichen Marke deines Access Points bzw. WLAN-Routers. Übrigens, die Anzahl der GoE-Charger, die du mit deinem GoE-Controller verbinden kannst, ist nicht begrenzt. Okay, schauen wir uns jetzt die Inbetriebnahme und Bedienung des GoE-Controllers über dessen Display an. Wie du siehst, hat der GoE-Controller 4 Tasten neben dem Display. Mit diesen 4 Tasten bewegst du dich durch das Menü des Displays. Sobald der GoE-Controller betriebsbereit ist, kannst du auf dem Homescreen schon erste Messwerte sehen. Diese sind wahrscheinlich noch falsch, doch zur Sensoreinrichtung kommen wir später noch. Ins Hauptmenü gelangst du, indem du ohne Auswahl einer Kategorie diese Taste hier drückst. Mit der Auf- und Ab-Taste navigierst du zwischen den einzelnen Menüpunkten. Willst du einen der Menüpunkte auswählen, betätige wieder die Taste mit dem Pfeil nach rechts. Willst du wieder zurück navigieren, betätige die Taste mit dem Pfeil nach links. Schauen wir uns zuerst an, wie du die Sprache oder das Display des GoE-Controllers an deine Wünsche anpassen kannst. Gehe dazu im Hauptmenü auf Einstellungen und dann weiter auf Gerät. Hier kannst du beispielsweise das Display des Controllers drehen, falls du diesen um 180 Grad gedreht montiert hast. Die Sprache oder zum Beispiel auch die Helligkeit des Displays anpassen. Hast du diese Basic-Einstellungen vorgenommen, navigiere mit der Taste hier zurück zum Hauptmenü. Im Menüpunkt Sensoren kannst du nun die Konfiguration vornehmen und direkt die Spannungen, Ströme und Leistungen in Echtzeit ablesen. L1 bis L3 zeigt die Spannung der an der Verbindungsklemme angeschlossenen Phasen und N zeigt den angeschlossenen Neutralleiter. I1 bis I6 zeigt die Werte der angeschlossenen Sensoren bzw. Stromwandler. I entspricht hier der Bezeichnung Internal, was mit dem angeschlossenen Sensor übereinstimmt.
Wählst du L1, L2, L3 oder N aus, kommst du zu den Spannungseinstellungen der Phase. In dieser Übersicht siehst du alle Messwerte der Sensoren auf dieser ausgewählten Phase. Prüfe einfach, ob die Spannung in etwa stimmt. Wenn Strom und Gesamtleistung noch nicht stimmen, ist das kein Problem, denn zu dieser Konfiguration kommen wir erst. Drückst du die Taste mit dem Pfeil nach links, gelangst du wieder zurück zur Sensorenübersicht. Wählst du in dieser Sensorenübersicht eine der 6 Stromsensoren aus, in unserem Falle wählen wir I1, gelangst du zu den jeweiligen Lasteinstellungen. Sollte es passiert sein, dass du einen Stromwandler nicht mit dem Pfeilen in Stromrichtung angeschlossen hast, kannst du über den Schieberegler eine Last invertieren, also umkehren. Damit die Leistungsberechnung stimmt, muss die Phase korrekt eingestellt sein. Stell dir vor, der Sensor misst 2 Ampere auf deinem Netzanschluss, doch ohne Spannungsreferenz wissen wir nicht, ob wir Leistung ins Netz einspeisen oder beziehen. Beachte, dass die Leistung bei einem Netzbezug grundsätzlich positiv sein sollte. Bei einem Solarwechselrichter oder einer AC-Batterie sollte die Leistung im Einspeisebetrieb positiv sein. Wird jedoch die Batterie geladen oder der Wechselrichter hat mehr Standby-Verbrauch als Erzeugung, darf die Leistung negativ sein. Wird kein Strom verbraucht, sollte die Leistung annähernd 0 sein. Es ist sehr wichtig, dass die korrekte Phase als Spannungsreferenz eingestellt ist. An welcher Phase du den Sensor angeschlossen hast, findest du heraus, indem du die Kabel im Schaltschrank verfolgst. Alternativ kannst du auch mit einem Multimeter prüfen, ob die Spannung am GoE-Controller mit der Sicherung der Last übereinstimmt. Der Leistungsfaktor kann zwischen -1 und +1 sein. -1 bedeutet maximale Einspeisung bzw. Aufladen bei einer Batterie ohne Blindleistung. +1 bedeutet maximalen Bezug bzw. Produktion von Energie. Wenn die Leistung besonders niedrig ist, ist der Leistungsfaktor nicht sehr aussagekräftig. Bei einer reinen ohmschen Last sollte der Leistungsfaktor annähernd 1 sein. Um die Spannungszuordnung zu prüfen, kannst du einfach einen großen Verbraucher mit Heizelementen in deinem Haushalt einschalten. Zum Beispiel einen Heizlüfter, einen Föhn oder den E-Herd. Wenn dein E-Herd dreiphasig angeschlossen ist, fällt dir das Prüfen besonders leicht, da direkt alle Phasen mit einem Leistungsfaktor von fast 1 belastet werden. Wenn die Leistungsfaktoren auf einer, 2 oder allen 3 Phasen falsch sind und beispielsweise nur Plus oder Minus 1/3 oder 2/3 betragen, musst du die Zuordnung anpassen. Solange die Zuordnung nicht korrekt ist, kann dein Controller zwischen Einspeisung und Netzbezug nicht unterscheiden und die PV-Überschussregelung wird nicht funktionieren. Kommen wir nun zu den Kategorien. Der GoE-Controller weiß an sich noch nicht, welchen Sensor du wo montiert hast. Das stellen wir mit der jeweiligen Kategorie ein. Es gibt die Kategorie Netz. Diese Kategorie ist die wichtigste, denn GoE Charger und GoE Controller versuchen, diese beim PV-Überschussladen auf möglichst 0 zu regeln. Schauen wir uns dazu 3 Beispiele an. Hast du den jeweiligen Sensor direkt auf einer Phase am Netzanschluss montiert, solltest du die Kategorie Netz auf 1 setzen. Sofern du deinen Verbrauch im Haushalt nicht getrennt misst, solltest du auch die Kategorie Heim auf 1 setzen. Damit wird der ganze Strom der gemessenen Leitung schon mal direkt auf Netzbezug und Haushaltsverbrauch zugewiesen. Wenn du einen Sensor auf der Leitung eines PV-Wechselrichters montiert hast, kannst du die Leistung direkt der Kategorie Solar zuordnen. Die Leistung sollte positiv sein, wenn der Wechselrichter gerade Solarstrom produziert. Wenn du bei einem einphasigen oder dreiphasigen Wechselrichter alle Phasen misst, wähle den Faktor 1. Wenn du aber bei einem dreiphasigen Wechselrichter nur eine Phase misst, kannst du den Faktor 3 wählen. Der Controller geht dann von der dreifachen gemessenen Leistung aus, da wir nur 1/3 messen. Wir müssen jetzt die Solarleistung der Kategorie Heim zuordnen. Sehen wir uns dazu dieses Rechenbeispiel an. Wir beziehen 1 Kilowatt aus dem Netz und erzeugen 500 Watt Solarenergie. Die 1 Kilowatt Netzbezug haben wir Home bereits zugeordnet. Da wir aber nochmal 500 Watt selbst produzieren, beträgt die Leistung, die wir im Haus verbrauchen, in Summe 1,5 Kilowatt. Ordne also daher bitte auch den Solarwechselrichter der Kategorie Heim mit dem Faktor 1 bzw. 3 zu, abhängig von der Anzahl der gemessenen Phasen des Wechselrichters. Nehmen wir jetzt an, wir messen den Lastzweig und den Wechselrichter auf allen Phasen. Dann sehen die Kategorien so aus. Wir müssen die Solarproduktion von Netz abziehen. Daher müssen wir den Faktor auf -1 setzen. Wenn du einfach nur einen Verbraucher misst, beispielsweise einen Boiler, kannst du diesem einer Custom-Kategorie zuordnen, beispielsweise Custom 1. Du kannst diese Kategorie später noch umbenennen.
Eine Zuordnung auf Netz oder Heim ist nicht notwendig, da du diese Ströme ja bereits misst. Kommen wir nun zu unserem dritten Beispiel. Falls dein Solarwechselrichter mit anderen Verbrauchern zu weit weg vom Schaltschrank mit dem GoE-Controller angeschlossen ist, kannst du ihn nicht direkt messen. Für das PV-Überschussladen spielt das, wie bereits erwähnt, keine Rolle. Wenn du die Solarproduktion dennoch messen möchtest, kannst du auch einen zweiten GoE-Controller kaufen und diesen mit dem ersten über das Heimnetzwerk verbinden. Diese Möglichkeit befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos aber noch in Entwicklung. Sobald die Verbindung von zwei Controllern möglich ist, zeigen wir dir in einem neuen Video, wie das geht. Nachdem du die korrekten Kategorien erkannt hast, kannst du diese im Menü einstellen. Lege im Untermenü fest, mit welchem Faktor dein Sensorwert auf welcher Kategorie berücksichtigt werden soll. Bei einem dreiphasigen Netzanschluss wiederholen wir die für Internal 1 getätigte Zuordnung auch für die Sensoren Internal 2 und 3. Die nächsten Schritte, die ich dir jetzt zeige, sind optional und nur nötig, falls du die Spannungen an der Anschlussklemme am Controller nicht so angeschlossen hast, wie du sie im Schaltschrank als Phase 1, 2 und 3 erkennst. Wenn du deine Sensoren bereits korrekt eingerichtet hast, solltest du hier nichts mehr verstellen. Wählst du im Hauptmenü Sensoren aus, kannst du, wenn du ganz nach unten navigierst, die Spannungsphasenzuordnungen ändern. Navigiere zwischen den Zeilen und wähle die Phase, für die du die Zuordnung ändern möchtest, mit der nach rechts Taste aus, um deine falsch angeschlossenen Phasen zu korrigieren. Sehen wir uns nun die Netzwerkeinstellungen an, damit du deinen GoE-Controller per WLAN oder LAN in deinem Netzwerk und mit deinem GoE-Charger verbinden kannst. Wähle dazu unter Einstellungen Netzwerk aus. Hinterlege hier die Zugangsdaten für dein WLAN oder konfiguriere dein Ethernet bzw. LAN, um eine Verbindung des Controllers zum Netzwerk und zu GoE-Chargern zu gewährleisten. Beachte, dass eine Netzwerkverbindung für das PV-Überschussladen oder das dynamische Lastmanagement unbedingt erforderlich ist. Außerdem kannst du dich dann über die GoE-App auch lokal ohne Cloud mit dem Controller verbinden. Mein Tipp: Über die GoE-App lassen sich die Wi-Fi- und Ethernet-Einstellungen vielleicht noch komfortabler vornehmen. Wie das geht, erkläre ich dir in einem anderen Video. Okay, jetzt ist es Zeit, deinen GoE-Controller mit einem oder mehreren GoE-Chargern zu verbinden. Du kannst im Grunde so viele GoE-Charger wie du willst verbinden. Wähle dazu im Hauptmenü Ladegeräte aus. Damit die GoE-Charger hier angezeigt werden, muss der GoE-Controller sich im selben Netzwerk wie die GoE-Charger befinden. Das Netzwerk konfigurierst du wie erwähnt im Hauptmenü unter Einstellungen. Hier wird eine Liste aller verfügbaren Charger angezeigt. Wird ein Charger mit gepaart angezeigt, kommuniziert dieser bereits mit dem Controller. Steht hinter dem Charger gefunden, ist der Charger nicht bereit, mit dem Controller zu reden. Das kann daran liegen, dass in den Einstellungen der GoE-Charger-App beim entsprechenden Charger die automatische Suche nach einem Controller nicht aktiviert ist. Oder der Charger bereits mit einem anderen Controller verbunden ist. Denn jeder Charger kann nur mit genau einem Controller verbunden werden. Hast du bereits einen GoE-Charger verbunden, wie in unserem Falle, wird er hier gepaart angezeigt werden. Wählst du einen verbundenen Charger aus, erhältst du weitere Informationen zu dessen aktuellen Ladezustand, wie zum Beispiel der Stromstärke, der Spannung und so weiter. Beachte bitte, dass du hier keine Einstellungen zum Ladevorgang oder dem dynamischen Lastmanagement vornehmen kannst. Das musst du direkt in der GoE-App tun. Okay, gehen wir jetzt wieder zurück zum Hauptmenü. Wählst du Leistungen aus, kannst du die aktuelle Leistung der einzelnen Kategorien, wie zum Beispiel Heim, Netz oder Solar einsehen. Wählst du im Menüpunkt Energien aus, siehst du die aktuelle Energie in Wattstunden für die einzelnen Kategorien. Unter Einstellungen kannst du Einstellungen wie zum Beispiel die Uhrzeiteinstellungen, Cloud-Einstellungen, Netzwerkeinstellungen und weitere gerätespezifische Einstellungen vornehmen. Willst du einen Überblick über die Leistungs- und Energiedaten der einzelnen Kategorien haben, dann kannst du das hier unter Kategorien tun. Für manche Funktionalitäten und je nach GoE-Charger kann es sein, dass du eine Cloud-Verbindung benötigst. Wähle dazu im Menü Einstellungen Cloud aus, um die Verbindung zur Cloud zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bist du ein Experte bzw. Integrator und möchtest dich austoben und die lokale HTTP-API aktivieren, eine MQTT
oder Mac-Meta-Verbindungen herstellen oder Modbus aktivieren, dann kannst du das ebenso am GoE-Controller Display tun. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Und wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.